Schatz, wann gehst du zum Arzt? Morgen. Morgen. Warum nicht sofort? Weil ich erst mit Tim reden möchte. Bin ja mal gespannt, wie er reagiert, wenn ich ihm sage, dass er Papa wird. Hört sich fast so an, als würdest du das jetzt vermissen. Ich würde gerne mal wieder nach Alaska. Das ist eine unglaubliche Weite. Und das gibt dir echt so das Gefühl von absoluter Freiheit, weißt du? Sie geben also zu, dass es sich hierbei um Diebesgut handelt, das in unserem Haus entwendet wurde. Ja. Ich war's. Ich hab sie genommen. Ja, aber Kathi hat doch gar nicht... Schon gut. Du musst mich nicht decken. Ich habe einen Fehler gemacht und deswegen muss ich auch dafür gerade stehen. Wenn Sie das so dem Richter sagen und wirklich Reue zeigen, bin ich sicher, dass Sie mit einem blauen Auge davonkommen werden. Dem Richter? Soll das heißen, Sie wollen sie wirklich anzeigen? Bei uns wird prinzipiell jeder Ladendiebstahl zur Anzeige gebracht, aber das habe ich Ihnen doch schon gesagt. Aber Kathi hat doch gar nichts gestohlen. Natürlich habe ich. Also was denn nun? Ich habe die Handschuhe geklaut. Mein Freund, der hat damit überhaupt nichts zu tun. Er wollte mir nur helfen, die Handschuhe zurückzulegen. Klingt alles ziemlich verworren. Am besten, ich hole jetzt die Polizei. Vielleicht können die die Sache aufklären. Muss das denn sein? Meine Mutter bringt mich um, wenn sie davon erfährt. Das hätten Sie sich vorher überlegen müssen. Hören Sie, in Wirklichkeit hat Kathi... Schon gut. Können wir das denn nicht irgendwie anders lösen? Wie meinen Sie das? Naja, unbürokratisch. Inoffiziell. Na ja, dann wäre aber eine Bearbeitungsgebühr fällig von 300 Mark. Und dann vergessen Sie das mit der Anzeige? Ja, ja. Ja, Moment. Gibt's da keine Quittung? Ich brauche keine. Ebenso wenig wie eine Anzeige. Genau. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ist ja schon eine komische Vorstellung, sich an nichts mehr erinnern zu können. Ja. Obwohl, es kann auch sein Gutes haben. Inwiefern? Naja, bei so einer Amnesie kannst du einfach vergessen, was du in deinem Leben so alles falsch gemacht hast. Na, du hast die einmalige Chance, noch mal von vorne anzufangen. Ja, sicher, aber für dich hat ihre Amnesie nur Nachteile gebracht. Du meinst die Scheidung, ja, das ist richtig. Damit kann ich ihr momentan nicht kommen. Das wäre nicht der richtige Zeitpunkt. Wie ist denn das überhaupt? Kann sie in ihrem Zustand einer Scheidung zustimmen? Da muss ich mit echt danach reden. Ja, bitte. Hier sind Sie. Ich habe Sie schon überall gesucht. Wieso, was gibt's denn? Es gibt ein Problem. Was denn für ein Problem? Tja, wie soll ich das am besten erklären? Und wenn du ein bisschen größer bist, dann bekommst du vielleicht noch ein kleines Geschwisterchen. Hi. Hi. Da bist du ja endlich. Ich muss dir was ganz Tolles erzählen. Ja, ich auch. Willst du zuerst? Oh nein, ich heb mir meine Überraschung zum Schluss auf. Also, schieß los. Okay. Du liebst mich doch, oder? Ja. Warum? Und willst du immer mit mir zusammen sein? Tim, warum? Überall? Tim, was fragst du mich? Ich will mit dir auf Weltreise gehen. Was? Ja. Ich meine, es gibt so viel zu sehen. Warum sollen wir hier in Düsseldorf versauern? Naja, weil ich... Wegen der Kneipe. Wegen der Kneipe auch. Cleo, wir sind nur einmal jung. Hm? Und wovon sollen wir leben? Jobs gibt's doch überall. Hotels, Restaurants, da finden wir schon was. Und wenn nicht? Dann sorge ich für dich. Dann liegst du den ganzen Tag faul am Strand. Ich gehe dabei ein bisschen arbeiten und abends machen wir Highlife. Na, das kann aber auch ganz schön langweilig werden. Ja, dann ziehen wir weiter. Wenn wir von der Sonne genug haben, gehen wir einfach in den Norden.
Oh, weißt du, wie schön Alaska ist? Die haben einen Abendhimmel da, das ist Wahnsinn. Das ist bestimmt toll. Toll ist überhaupt kein Ausdruck. Warte mal, bis du das siehst. Oder ist dir das jetzt ein bisschen zu schnell? Ein bisschen, ja. Ja, du musst dich ja nicht gleich entscheiden. Wenn du eine Nacht drüber geschlafen hast, wirst du bestimmt so denken wie ich. Vermutlich. Ganz bestimmt sogar. Aber jetzt zu dir. Was für eine Überraschung hast du denn für mich? Wenn nichts mit Ramses ist, wo ist dann das Problem? Er kann nicht in seine Box, Und warum nicht? weil da schon ein Pferd drin steht. In Ramses Box. Ja, Rudi hat Ramses wie jeden Nachmittag in der Halle geritten. Und als er dann zurückkam, stand dieses fremde Pferd im Stall. Ein fremdes Pferd. Eins, das nicht zum Gestüt gehört. Ich begreife das nicht. Muss ich doch feststellen lassen, wem das Pferd gehört und wo es herkommt. Tja klar, so ein Pferd fällt doch nicht einfach vom Himmel. Ja, keiner hat es vorher gesehen. Sogar Rudi nicht. Und er kennt ja nun wirklich alle Pferde in der näheren Umgebung. Stimmt. Und das habe ich hier noch nie gesehen. Ach, Rudi. Gut, dass du da bist. Was ist denn das für eine Geschichte? Tja, wie gesagt, das Pferd ist herrenlos. Aber es muss doch irgendjemandem gehören. Naja, der Besitzer wird sich früher oder später melden. Warum stellt er das Pferd nicht einfach in eine andere Box, bis die Sache geklärt ist? Das haben wir versucht, aber es geht nicht. Wir können es nicht bewegen. Wie bitte? Nein. Der Gau lässt sich nicht anfassen. Wenn Sie es nicht glauben, kommen Sie doch mit in den Stall. Das werde ich. Wäre doch gelacht, wenn wir das Pferd nicht aus der Box kriegen. Indien wird dir gefallen. Da bin ich mir ganz sicher. Und so ein Sari würde dir gut stehen. Und dann gehen wir auf dem Elefanten reiten. Hast du das schon mal gemacht? Nein. Aber wenn wir dann auf Weltreise sind, dann kann ich das ja mal ausprobieren. Hey, Frank. Was machst du denn hier? Und für wen sind die Blumen? Also, eigentlich sind die für Cleo. Ach, du schenkst meiner Freundin Blumen. Ja, wenn du es nicht tust. Hier, für dich, weil bald Frühling ist. Danke. Frühling. Bald. Und was machst du mit den restlichen? Die sind für Tim. Damit er merkt, wie schön es ist, wenn man Blumen geschenkt bekommt. Danke, Frank. Und du bist auch ganz bestimmt der erste Mann, der mir Blumen schenkt. Oh, ist schon spät. Du wolltest doch noch zu Ramon? Oh, stimmt. Ja, also ich bin weg. Ja. Tschüss. Ciao. Was denn für eine Weltreise? Tim will mit mir um die Welt reisen. Mit dem Kind. Er weiß nicht, dass ich schwanger bin. Ich weiß, ich hätte es ihm sagen müssen. Ja, warum hast du es denn nicht? Weil ich Angst hatte, wie er reagiert. Denkst du, er zischt einfach ab und lässt ihn mit dem Kind sitzen? Nein. Aber er hat sich so auf die Reise gefreut. Wenn er darauf nur verzichtet wegen dem Kind, dann... Ach, ich weiß nicht. Dann willst du also jetzt mit dem Baby im Bauch um die Welt düsen? Es ist doch noch gar nicht hundertprozentig sicher, dass ich schwanger bin. Ja, aber du hast doch gesagt, dass der Test positiv war. Und ich habe dir gesagt, dass die Tests nicht hundertprozentig sind. Das war sie erst nach dem Arzttermin. Wann gehst du endlich hin? Ich schwing mich gleich ans Telefon, um einen Termin zu vereinbaren. Wenn der mir dann auch sagt, dass ich schwanger bin, dann kann ich ja immer noch mit Tim reden. Ja, wenn er bis dahin nicht die Koffer gepackt hat. Jetzt sag doch endlich was. Was willst du denn hören? Dass ich es toll fand, wie du dich für die Gruppe eingesetzt hast? Dass sie ohne dich wahrscheinlich aufgelöst worden wäre, ja? Naja, sowas Ähnliches. Tut mir leid. Natürlich finde ich es toll, dass du die Gruppe und Hanno für Konsequenzen bringst. Danke. Aber ohne dich wäre Hanno gar nicht auf den Gedanken gekommen, die Handschuhe zu klauen. Außerdem hätte dieses falsche Geständnis auch für dich ziemlich übel ausgehen können. Ach. Wenn du vor Gericht gestanden hättest. Letztlich wäre die ganze Geschichte wieder auf die Gruppe zurückgefallen, weil es geheißen hätte, dass die Jungs einen schlechten Einfluss auf dich haben. Aber ich hab's doch nur gut gemeint. Am besten wir vergessen die ganze Geschichte. Ja, wann soll's denn losgehen? Ach, keine Ahnung, also so genau haben wir noch nicht drüber gesprochen. Hi. Hi. Rat mal, was Cleo und Tim vorhaben. Sie wollen um die Welt reisen.
Woher weißt du das? Von Cleo wahrscheinlich, ne? Ja, genau, sie hat's mir erzählt. Ich frag mich bloß, was jetzt aus den No Limits wird, wenn sie weg ist. Naja, irgendjemand findet sie schon. Oder willst du den Laden übernehmen? Ja, wie denn? Ich habe mit dem Kiosk wirklich genug zu tun. Eben, schließlich bin ich nur so lange hier, bis ich die Knete zusammen hab. In diesem Sinne, mein Zweitjob ruft. Tschüss. Ja, ciao. Sag mal, hat Cleo eigentlich gesagt, dass sie mit will? Naja, nicht so direkt, aber ich habe das schon so verstanden, ja. Ich meine doch nur, weil sie hängt doch ziemlich am No Limits. Naja, das wird sie vergessen, wenn wir unterwegs sind. Und wenn sie Heimweh bekommt? Dann werde ich sie in den Arm nehmen und trösten. Hm? Und wenn sie krank wird? Warum soll sie denn krank werden? Cleo ist topfit. Ja, oder ist da irgendwas, was ich wissen sollte? Frank, wenn irgendwas mit Cleo ist, wenn sie krank ist, dann sag's. Also, krank ist irgendwie das falsche Wort. Und was bitte ist das Richtige? Schwanger? Du hättest mal hören sollen, wie der geredet hat. Völlig von oben herab. Na, er hatte ja wohl auch nicht ganz unrecht. Wenn du Heino nicht so provoziert Bin hättest... ich etwa für Heino verantwortlich? Ich kann doch nichts dafür, wenn er direkt losrennt und die Handschuhe klaut. Aber du musst Patrick doch auch verstehen. Immerhin hätte seine Gruppe deshalb aufgelöst werden können. Gruppe, wenn ich das Wort nur schon höre. Rafft er denn nicht, dass es auch noch was Wichtigeres in seinem Leben geben könnte? Vielleicht hat er das ja auch schon längst begriffen. Naja, er hat sich wahrscheinlich nur so aufgeregt, weil er sich Sorgen um dich gemacht hat. Ich meine, du hättest ja auch eine Menge Ärger kriegen können. Das ist dem doch egal. Hauptsache, er hat seine Gruppe. Woran denkst du? Wie das damals bei Julia war. Da hat's Jan als Erster erfahren. Und jetzt? Ach komm. Nee, nix, ach komm, Mann, das nervt mich einfach, dass sie es mir nicht erzählt hat. Wenn sie beim Frauenarzt war, wird sie es dir bestimmt erzählen. Ja, und warum nicht vorher? Die hat sie es auch erzählt. Ja, weil ich sie mit der Gebrauchsanweisung von dem Schwangerschaftstest gesehen habe. Da bin ich misstrauisch geworden und habe sie ausgefragt. Und sie hat natürlich nichts Besseres zu tun, als dir gleich zu erzählen, dass sie schwanger ist, anstatt dass sie zu mir kommt. Hätte sie vielleicht bei Ramon anrufen sollen, während ihr eure großen Reisepläne schmiedet? Nein, aber als sie zurück war, hätte sie es mir erzählen können. Na, wie denn? Du hast ja kaum zu Wort kommen lassen. Ey, Mann, dass sie schwanger ist, ich meine, das muss sie mir erzählen. Ja, vielleicht wollte sie dir einfach die Vorfreude auf die Weltreise nicht nehmen. Na, ganz toll. Und warum erzählst du mir es dann? Weil ich nicht will, dass sie eines Tages mit dem Kind alleine dasteht. Sag mal, meinst du, ich lass sie sitzen? Naja, nicht wenn du weißt, warum sie hier bleiben muss. Am besten bringen wir ihn in den Salon. Was ist denn passiert? Oh, nicht der Rede wert. Ja, warum humpelst du denn? Nichts weiter. Nur so. Wir setzen ihn am besten aufs Sofa. Vorsicht, was ist denn? Langsam. Oh. Dankeschön, danke. So, ich mach schon mal Platz hier. Ja. Pass auf. Ja, sehr gut. Und die Schuhe aus. Warte. So. Schön. Vorsicht. Oh. So, wo tut's weh? Hier, aber wie gesagt, es ist nicht der Rede wert. Hey, ja, nicht der Rede wert. Kann mir einer sagen, was passiert ist? Naja, Herr von Anstetten hat versucht, die fremde Stute aus der Box zu holen. Ja, und das Vieh wollte nicht. Ja. Und weiter? Da hat er zu einem alten Trick gegriffen. Aber dieses Tier kannte den Trick schon. Also hat's mich an den Oberschenkel getreten. Ich verstehe. Also wollen wir uns die Sache mal anschauen. Soll ich für Ramses die Quarantänebox fertig machen oder eine der hinteren Boxen im Hengststall? Nein, die Quarantänebox. Für eine Nacht wird das schon gehen. Und morgen kommt die Stute in den Stutenstall. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. In Ordnung. Kann ich dir dabei helfen? Gut, dann gehe ich wieder. Gute Besserung. Dankeschön. Ja, dann musst du die Hose wohl ausziehen. Ja. Sonst kann ich mir das Bein nicht anschauen. Ich hole so lange den Verbandskasten. Den wirst du wohl brauchen.
Natürlich wollte ich dir von dem Kind erzählen. Aber ich hatte ja keine Chance. Du hast so begeistert von deiner Weltreise geredet. Da wollte ich dir die Freude nicht kaputt machen. Außerdem wusste ich doch gar nicht, wie du reagieren wirst. Du redest von Abenteuer und Freiheit. Und da soll ich von Nuckelflaschen und Windeln anfangen? Na und? Also ich finde nicht, dass das der passende Moment ist, von Kindern zu reden. Und trotzdem hättest du es sagen müssen. Ich wollte ja. Aber du hast mich nicht zu Wort kommen lassen. Hab ich dich wohl ganz schön zugelabert. Hm? Es tut mir leid. Schon okay. Aber trotzdem musst du dich jetzt entscheiden. Mit dem Kind um die Welt zu ziehen ist nicht. Also entweder ziehst du alleine los oder du bleibst bei uns. Nee, natürlich bleibe ich bei euch. Das ist doch überhaupt keine Frage. Ich wollte schon immer Kinder haben. Auch mit Julia schon. Heißt das also, du willst das? Du glaubst gar nicht, wie ich gehofft habe, dass du das sagst. Du wirst bestimmt ein super Papa. Tut's sehr weh? Mhm. Wenn ich an die Schmerzen denke, die ich damals hatte, als mir Rufus auf den Fuß gestiegen ist. Tja, wenn man mit Pferden umgeht, muss man mit sowas rechnen. Aber so etwas von Stute habe ich in meiner ganzen Reiterkarriere noch nicht erlebt. Ist doch schön, wenn man noch Überraschungen erleben kann. Ja. Entschuldige, was du Ist fest. gut, schon. Was glaubst du, wem das Pferd gehört? Ich weiß es nicht. Aber dieser große Unbekannte hat sein Pferd verdammt gut erzogen. Kein Pferd ist von sich aus so bockig. Er hat ihm beigebracht, sich von keinem Fremden anfassen zu lassen. Dann hast du dem das zu verdanken. Mhm. Na, warte. Der soll sich mal hier blicken lassen. Blondinen sind echt sowas von blöd. Ganz besonders, wenn sie Kathi heißen. Blondie war gestern doch tatsächlich mit Patrick im Kaufhaus, weil sie die Handschuhe zurücklegen wollte. Tja, und da sind sie von so einem Schnüffler erwischt worden. Der hat doch glatt gemeint, die beiden wollten die Handschuhe gerade mitgehen lassen. Pater hat natürlich dicht gehalten. Der hat nichts gesagt, obwohl er fast selbst dran gewesen wäre. Und was macht unser Blondchen? Sie behauptet, sie hätte die Handschuhe mitgehen lassen, weil sie uns helfen wollte. Dabei weiß sie doch gar nicht, wie man sowas macht. Die kann ja nicht mal ihre Alten in Heiermann klauen. Sie meinte wohl, sie kann sich auf Dito bei Pater einschleimen. Aber ich schätze, das läuft nicht. Dieser Idiot. Hey, die Bullen haben immer noch ein Auge auf mich, weil sie glauben, ich habe mein Auto geklaut. Willst du nicht sagen, dass du es warst? Morgen. Was ist denn hier los? Wollt ihr nicht rüberkommen? Sag mal, was hast du dir überhaupt dabei gedacht, Tim von der Schwangerschaft zu erzählen? Naja, ich hab's halt gut gemeint. So, hast du. Du hast es dieses Mal auch ziemlich gut gemacht. Tim und ich haben uns gestern Abend über das Kind unterhalten. Und? Er wird seine Reisepläne abbrechen und bei uns bleiben. Und wir gründen eine kleine, süße Familie. Und er wollte heiraten. Wer weiß. Du willst heiraten, Tim schiebt den Kinderwagen. Ich fass es echt nicht. Naja, jetzt wollen wir erstmal den Arzttermin abwarten. Vielleicht hat der ganze Test ja nichts getaugt. Wann gehst du denn hin? In einer halben Stunde muss sie dort sein. Na dann, toi, 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 ne? Mami. Ja, übrigens, und Frank wäre eigentlich ein guter Name für ein Mädchen. Junge. Sie sind sicher, dass da ein Pferd steht? Es war da, wirklich.
Also ich habe daraus gelernt, dass man was geklaut ist nie zurückbringen darf. Komisch. Ich habe daraus gelernt, dass Klauen sich nicht lohnt. Ach, das meinst du? Jetzt merkt euch das bitte. So, jetzt machen wir mit der Arbeit weiter. Unser Projekt hat, wie ihr wisst, das Ziel, dass sich junge Leute aus verschiedenen Ecken näher kommen. Und dieses Ziel haben wir noch nicht ganz erreicht. Aber dagegen lässt sich ja was machen. Wir bilden heute die Gruppen neu um. Hanno, du wirst mit Kathi ein Team bilden. Was? Ich arbeite doch nicht mit dieser dummen Tusse zusammen. Das geht nicht, ich kann mit dem nicht arbeiten. Echt nicht, Patte, das kannst du mir nicht antun. Die Alte ist mir einfach zu doof. Da hörst du es doch, allein wie der schon redet. Ich bin mir sicher, dass ihr euch schon recht bald hervorragend verstehen werdet. Ihr müsst euch nur ein bisschen näher kommen. Das kannst du nicht machen. Ich will nichts mehr hören. Außer natürlich zum Thema unserer Projektarbeit. Hast du mir dazu was zu sagen? Holen Sie bitte den Grafen. Wer sind Sie? Was soll das Pferd hier? Mein Name ist Petersen, Nils Petersen. Und das hier, das ist Gypsy. Ah ja, so, das ist ja sehr schön. Und was macht Gypsy hier in der Halle? Sie möchte Christoph guten Tag sagen. Christoph? Christoph von Anstetten, der wohnt auch hier. Ja? Ja, sehen Sie, da sind wir also richtig. Ja, Sie vielleicht, aber das Pferd nicht. Also bitte schaffen Sie das Pferd hier raus, aber sofort. Wieso? Wieso? Weil ein Pferd nicht ins Haus gehört. Sagen Sie das nicht. Also früher zum Beispiel, da haben viele. Also gut, sobald wir Christoph begrüßt haben, bringen Sie nach draußen, versprochen. Nein, sofort. Sie schaffen das Pferd hier sofort raus, oder? Oder was? Nils! Was machst du denn hier? Ich denke, du bist in Mexiko. Ja, du, das war mir zu heiß. Außerdem musste ich ja nach Gypsy schauen, nicht? Ah, das ist Gypsy. Das ist doch das Pferd, was in Ramses Box stand. Tja, du warst nicht da und ich muss noch was erledigen. Da habe ich sie einfach in die erste Box gestellt, die frei war. Eigentlich hat sie sich selbst ausgesucht. Kann mir mal einer sagen, was hier los ist? Aber ja, doch Barbara. Ach, dann sind Sie also Barbara. Christoph hat mir schon viel von Ihnen erzählt. Sag mal, was will dir eigentlich lieber? Ein Junge oder ein Mädchen? Ist mir egal. Verstehe, Hauptsache ein Kind. Also wenn es ein Junge wird, hätte ich schon einen guten Namen. Bitte, Frank. Ja, genau, Frank. Wenn es ein Mädchen wird, dann Sophie oder Barbie. Sag mal, du tust so, als wäre alles schon längst klar. Ja, stimmt. Steht da noch nicht 100% fest, dass Cleo schwanger ist. Wenn sie es nicht ist, wärst du dann sehr enttäuscht. Klar, wäre ich auch. Aber ihr könnt es dann ja immer noch richtig versuchen. Was ist denn? Ich habe Cleo angelogen. Wieso? Ich will gar nicht auf die Weltreise verzichten. Und ich will auch nicht hier bleiben. Und vor allem will ich kein Kind.